Zugeschaltet ist jetzt der Experte für Energie- und Sicherheitspolitik, Frank Umbach. Herr Umbach, wir grüßen Sie. Ich grüße Sie auch nach Berlin. Vielleicht erstmal der Reihe nach. Donald Trump, der wirft Präsident Selenskyj ja vor, den Rohstoffdeal mit den USA zu behindern. Selenskyj wiederum behauptet, in dem schriftlichen Vertragsentwurf, da stünden jetzt Dinge, die vorher so gar nicht vereinbart waren. Wissen Sie mehr dazu? Zögert Selenskyj zu Recht? Ja, er zögert zu Recht, weil die Financial Times hat ja auch vor wenigen Tagen den letzten Entwurf publiziert, aber auch amerikanische Medien haben ja im breiteren Sinne darüber entsprechend berichtet. Und tatsächlich ist es ja so, dass es jetzt nicht nur um kritische Rohstoffe geht, sondern auch um die Öl- und Gassektoren und alle dazugehörigen kritischen Energieinfrastrukturen, einschließlich Häfen, Pipelines, Straßen, Eisenbahnlinien etc. Das heißt, die USA könnten die faktische Kontrolle über weite Teile der ukrainischen Wirtschaft erlangen. Und bei dem gemeinsamen Rohstofffonds war ja im letzten Entwurf eigentlich von den USA zugestanden worden, dass der gleichberechtigt entsprechend besetzt wird. Jetzt ist es so, dass die Amerikaner sich da hinein haben schreiben lassen, dass sie die Mehrheit an Vertretern haben, nämlich 3:2. Das heißt, alle wirtschaftlichen Entscheidungen können dann von den US-Vertretern durchgeboxt werden gegen gegen ukrainische Auffassungen. Und das ist nichts anderes als ein skandalöses, kolonialartiges Gebilde. Modernes Raubrittertum habe ich das in einem anderen Interview genannt. Und das wird mit Sicherheit und kann auch nicht von der ukrainischen Seite so akzeptiert werden. Der Widerstand auch in den Oppositionsparteien wird größer und selbst amerikanische Experten und Kommentatoren verstehen dies nicht. Und auch sie verweisen darauf, dass das nur abgelehnt werden kann. Parallel dazu scheint Donald Trump auch mit dem Kreml über einen Rohstoffdeal für seltene Erden zu sprechen. Welche Strategie verfolgt das Weiße Haus damit? Will sich US-Präsident Trump in beide Richtungen absichern, je nachdem, wer am Ende die Kontrolle über die Lagerstätten in der Ostukraine hat? Also es ist sicherlich auch noch ein zusätzliches Druckmittel auf die Ukraine und auf Selenskyj, das eigentliche Rohstoffabkommen mit der Ukraine entsprechend zu unterzeichnen. Ansonsten scheint das so eine Art Symbol zu werden, um eine neue amerikanisch-russische Interessensallianz entsprechend zu untermauern. Aber wenn man sich einfach nochmal historisch dran erinnert, seit 2015 bemüht sich ja das Pentagon und die amerikanische Rüstungswirtschaft, die hohe Abhängigkeit nicht nur von China in den Bereichen, was kritische Rohstoffe betrifft, zu reduzieren, sondern eben auch von Russland. Und man muss sich das einfach mal vorstellen. Es kommt zu einem militärischen Konflikt um die Annexion Taiwans durch die chinesischen Streitkräfte und das vor dem Hintergrund der chinesisch-russischen Sicherheitsallianz. Dann sozusagen würden sich die USA abhängig machen von dem guten Willen Moskaus, diese entsprechenden Rohstoffe zu liefern, die dann gegen China eingesetzt werden könnten. Also das ist sowas von absurd und widerspricht traditionellen Sicherheitsinteressen, dass man eigentlich ja fast fassungslos eigentlich davor steht, wenn Amerika und die amerikanische Rüstungsindustrie sich jetzt auch noch von Russland abhängig machen will. Dazu passt vielleicht auch so ein bisschen die folgende Frage, denn Donald Trump, der soll den finnischen Präsidenten Alexander Stubb am Wochenende bei dessen Besuch in Mar-a-Lago gefragt haben, ob man Wladimir Putin trauen könne. Kann es sein, dass Donald Trump noch nicht mal im Ansatz einschätzen kann, mit welchem Kaliber er da in Moskau im Kreml zu tun hat? In der Tat, das ist etwas, was mich seit Monaten beunruhigt, wenn man sich auf die X-Kommentare mal von Trump bezieht, die er schon im Dezember ja publiziert hat, als er noch von Sanktionen gesprochen hat. Und wenn man sich das aber genau durchliest, dann stellt man eben fest, dass Trump überhaupt nicht versteht, auch nicht im Ansatz, warum Russland überhaupt eben diese Invasion der Ukraine entsprechend unternommen hat. Man kriegt den Eindruck, Trump bewertet das als so eine Art Betriebsunfall. Man habe sich halt geirrt und man würde das jetzt entsprechend zurücknehmen. Er versteht überhaupt nicht die strategische Interessenlage. Und das ist sehr typisch, allerdings auch für unsere Diskussion,
dass wir dazu neigen, so stereotypische Annahmen unseres eigenen Denkens, der Annahmen und auch Interessensdefinierungen einfach auf Russland entsprechend zu übertragen. Und Russland benutzt genau dieses, um das wiederum gegen uns entsprechend zu verwenden. Das ist also eine völlig naive Haltung Trumps, gefährlich auch und wird eigentlich in dem amerikanischen Außenministerium oder Pentagon eigentlich völlig abgelehnt intern und spiegelt aber häufig diese Naivität offensichtlich von Trump, aber auch in vielen unserer Debatten eigentlich wieder. Wenn ich nur an die aktuellen Diskussionen denke in der SPD oder auch bei der CDU, wenn wir über die Wiederbelebung der Nord Stream Pipeline russischer Gaslieferungen sprechen. Auch hier werden entsprechende stereotypische Annahmen von Interessensdefinierungen an einem gemeinsamen Waffenstillstand postuliert, die es objektiv so faktisch nicht gibt. Und das sagt eigentlich auch die russische Seite sehr klar. Sagt der Experte für Sicherheitspolitik Frank Umbach. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ich danke auch und schöne Grüße nochmal nach Berlin.